kann man der Zukunft ganz positiv entgegensehen, ne? Und ganz relaxed. Ja. Freie Energie. Hört nicht auf mit Leuchten. Das ist jetzt sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Die Qi-Gen-Replikation werde ich ganz alleine nicht durchführen. Ich habe es schon probiert. Und kurz vor dem Versuch hat es mir dann meine schöne Induktionskochplatte, die ich extra dafür erworben hatte, durchgehauen. Irgendwer hatte da was dagegen gehabt. Ja. Also es kommt dann jemand, der René, der bringt dann eine funktionierende mit und ich bin schon ganz gespannt. Total aufgeregt. Ja, unsere Induktionsplatte, die macht ja 50 Kilohertz, ne? Also 50 Kilohertz können wir ziemlich, mal gucken, ob wir die mit unserer Stromzange einfangen können. Ja, die dürfte eigentlich nur für 50 Hertz ausgelegt sein. Mal schauen. Ja, und um dann diese ganzen Diskussionen da ein für alle Mal zu beenden. Mal gucken, ob wir die ein für alle Mal beenden können. Ne? Wo es dann heißt, ja, die Lampen sind ja gar nicht so richtig hell, ne? Die da bei dieser Qi-Gen-Replikation vom Whoopi Champ und vom Jean-Louis Nauding verwendet worden sind. Ja, habe ich mir gedacht, es gibt ja ein Luchsmesser. Ne? Messen wir einfach mal die Leuchtstärke, was die Lampen haben, wenn sie ganz normal mit Netzstrom betrieben werden. Ja, und später gucken wir mal, wie hell die Lampen sind, wenn sie mit Induktionskochplatte betrieben werden. Ne? Und der bifilaren Tesla Pancake Coil. Ja, übrigens so eine Spule, ne? Kann man auch wunderbar umbasteln. Die ganzen Drähte sind ja sowieso gegeneinander isoliert, muss man nur rausfinden, welche zusammengehören und dann kann man da auch eine schöne bifilare Spule draus basteln. Mal gucken, wie gut die funktioniert. Die haben wir auch noch in petto. Ja, da gehen jetzt die Experimente richtig schön voran. Okay, fangen wir erstmal ganz konventionell an. Und zwar, wie hell sind die Lampen mit normalem Strom? Ne? Also das sind 2 x 500 Watt Lampen. 500 Watt, 220 Volt, 500 Watt, hier steht's. Ne? Gut. Ich hoffe, die vertragen auch 230 Volt. Klar, müssen sie schon. Ne? So, also haben wir 500 Watt und das hier sind kleine, hier sind die 230 Volt, 300 Watt Stäbe, Halogenstäbe. Da kommen wir so insgesamt auf 1900 Watt. So, und wie hell ist es? Momentan sind wir bei 0,1. Ne? Okay, und wir schalten ein. Aha. Ganz schön hell. So, die Helligkeit. Aha. Sieht man das? 319, 321. Gut, 320. So, um die Dreh rum. Und hier von der Stromaufnahme sind wir bei 7,8 Ampere. Bei 230 Volt. Okay, haben wir einen Referenzpunkt. Können wir da ausschalten. Na denn. Ich bin gespannt. Bis gleich. Ah ja, gut. Hier haben wir eine richtige Referenz. Das ist jetzt die Wattzahl 1662 Watt, was das zieht, wo es dann so hell ist. Ne? 320. Gut, das ist der Referenzpunkt. Alles klar. Es ist soweit, Leute. Die Ersatzplatte ist gekommen. Die hat Micha mir geschickt. Danke nochmal, Micha. Und jetzt haben wir es so. Das ist nämlich vollkommen die baugleiche. Gar nicht so schlecht. Also die Platte hat jetzt genauso eine Spule eingebaut.
Allerdings ne, ist die ein bisschen anders da drin angeschlossen. Ach, bin ich aufgeregt. So, okay. Mal gucken, ob... Das wird wahrscheinlich dann aber sowieso nur Nonsens anzeigen. Gucken wir mal. Gut. Okay. Aha, hier unten auch noch einschalten. Gut. So. Jetzt ist noch nichts. Na gut, dann mal schauen. Ah, mag auch nicht. Warum das denn? War meine vielleicht doch nicht kaputt? 5 Watt. Nee, also bei mir wollen die Induktionsplatten nicht laufen. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert, allerdings nicht mit meiner kompletten Last. Also die 2 Lampen habe ich jetzt rausgenommen, dass wir jetzt nur noch 900 Watt ziehen. Ja, und mit dem Mischer seiner selbstgewickelten Spule klappt es ganz gut. Gucken wir mal. So, jetzt sind wir bei Volllast. Volllast ziehen wir, na gut, das sind wir 400 Watt, 472 Watt, 473 am Eingang. So, das haben wir hier und hier haben wir eine Leuchtstärke von 0,25, 0,26. Okay, so, höher kann man den ja gar nicht schalten. Ah, Kochen sieht gut aus, Reis ist nicht gut. Hotspot. Boiling. Boiling? Suppe. Machen wir uns eine Suppe. So, wir ziehen 475 Watt. So, hier sagen wir 1,4 Ampere. 1,4 Ampere, ja, und die Voltzahl. Voltzahl wäre mal noch interessant, ne? Moment. Halt, wir brauchen... Suppe wollten wir wieder haben, ne? Ja. So, und bei Suppe ziehen wir... Also liefert er, ne? Machen wir es sich mal so, liefert er 139 Volt. So, muss ich aber dazu sagen, ne, das ist ein True RMS Messgerät und ich glaube, die gehen bis 4 Kilohertz genau. Jetzt haben wir 50 Kilohertz hier drauf. Na gut. So, die sind relativ verhältnismäßig halbwegs hell, aber halt noch nicht ganz so volle Leuchtstärke, ne? Soweit haut's hin. So, Leuchtstärke sind wir bei 0,26, ne? 0,26. Und hier haben wir am Eingang 474 Watt. Gut, mal gucken. Halt. Hotpot wieder. Das geht auch. Na, da wird es schon ein bisschen dunkler. Jetzt bin ich auf Level 1. Jetzt aus, gut. Gut, lassen wir es mal doch lieber auf Level 3. Ja, ich glaube, der hat hier keine stufenlose Regelung drin. Der haut entweder voll rein oder gar nicht und wird dann hier mit der Zeit das irgendwie regeln. Also,
dimmen kann man hier schlecht. Wir bleiben hier bei ungefähr 420, 450 Watt Aufnahme. Da sind wir auch nur noch bei 0,20. Ah, hier daran erkennt man es. Ja, 0,20. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Volle Leuchtstärke. Jetzt sind wir bei 0,26 und ziehen 476 Watt. Ah, so weit, so gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Leuchtstärke das hier bringt, wenn wir 220 Volt drauf geben. Bis jetzt noch keine Over Unity, so wie ich das betrachte. Ja, die Spule ist übrigens komplett kalt, ne? Also die hat sich überhaupt nichts erwärmt. Schön. So, jetzt richtig 220 Volt. Na, wo sind wir? Gut, sind wir bei 709 Watt. Die sind aber sehr viel heller. Und hier ist die Leuchtstärke auch dementsprechend 133. Ja. Hier haben wir 226 Volt. Und wo sind wir mit der Stromstärke? Bei 3 Ampere auch. Ja, also, das sagt alles, oder? Schade, 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 schade. Aber bis jetzt ist dieser G-Gen Generator bei mir hier zumindest nichts weiter als eine super drahtlose Energieübertragung. Aber immerhin, auch schon was, oder? Und das muss jetzt auf alle Fälle noch dazu gesagt werden, dass hier hinten die Voltzahl so ungefähr 40 Volt höher liegt. Ja. René ist jetzt endlich da übrigens, zum Glück. Endlich wieder ein bisschen Professionalität hier drin. Jetzt haben wir eine kleinere Spule drauf liegen. Die machen jetzt schon so viel hell. Wir sind bei 44 Leuchtstärke, 1,36 Ampere. Und wie gesagt, wir haben jetzt mal das Analogmessgerät rangehangen. Die Ampere stimmen auch nicht, garantiert. Die Ampere stimmen garantiert auch nicht. Ja, gut. Weil Okay. durch die Hochfrequenz ist das garantiert verfälscht. Normalerweise wäre es am günstigsten, du misst die Ampere über den Brückengleichrichter. Dann Dass du, danach noch mal. weißt Ja, du, dass du einen Gleichstrom hast, Ja. dann ist es besser normalerweise. Stimmt. Ja, mit Analogen haben wir jedenfalls 200 Volt gemessen. Ne? Richtig, Also genau. haben wir jetzt schon 200 Volt hier drauf. Das haut hin. Okay, bei der richtigen Leuchtstärke von 130 sind wir noch nicht. Aber wir ziehen auch keine 700 Watt oder 800 wie vorhin, sondern nur 500. Was mich, Gucken wir aber, was mich aber wundert, ist, warum du jetzt nur 500 Watt ziehst. Weil meine zieht mehr. Ja? Na gut, bei dir wird auch eine größere Last hinten dran hängen, ne? Du hast einen 2 kW Wasserkocher gehabt, oder? Ja, aber vorher hatte ich auch erst 750 Watt Heiz. Das ist so ein Heizer. Ne? Und der ging auch natürlich. Aha. Und also die sind ja fast voll da. Also das Ja, ist also das voll. ist... Das ist wirklich Na extrem. gut, voll relativ. Wie gesagt, das Messgerät hat hier vorne bei 220 Volt 130 angezeigt, ne? Hier, Lux. Ja, wenn wir die jetzt direkt mit 220 Volt betreiben würden, Ja. mit direkten Netzstecker, dann würde das Lux-Messgerät auf 130 hochsteigen. Das kann aber auch schon wieder von der Frequenz her sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, alles mit den Frequenzsachen hier. Natürlich, die Hochfrequenz, die verfälscht alles. Ne, trinken wir erstmal Kaffee, wa? Genau, das machen wir jetzt. So, jetzt der Test mit dem Wasserkocher. Also er zieht hier nur 218 Watt. Ist an. Aha. Okay. Und hier bei 10 Minuten haben wir gestartet. Hier, die ist auf Volllast und zieht wie gesagt nur 218 Watt. Deine Platte zieht nur 218 Watt hier am Wasserkocher. Mal gucken, wie lange der Wasserkocher nur braucht. Nee? Zieht sie mehr? Ja, Wie zieht sie? 1000 Watt. 1000? 1090. Hier, guck, du hast. Hier, siehst du das? Ja. Jetzt So. sieht man es gut. Wunderbar. Also Okay. 1090 Watt.
zieht unsere Platte. Und das ist aber ein 2 kW Wasserkocher, ne? Ja. Gut, so. Na, dann gucken wir mal, wann er ausschaltet, wann das Wasser kocht hier drin. Du hörst schon, er kocht schon was. Ja, es geht schon los. Man sieht schon etwas. Die Lampe ist die an. Ja, Lampe leuchtet. Also bis jetzt denkt der Wasserkocher, er wäre am normalen Netz, wa? Abwarten. Ja, abwarten, genau. Mhm. Soll ich ein paar Fähnchen anmachen, dass man da schön jetzt hier dann die Dings erkennt? Das wäre besser, ne? So praktisch wie möglich. Ja, okay. Mach das, ne? Haben wir die wenigste Arbeit. Die sind doch auch nur faul. Nee, nee, das stimmt nicht. Ah, es geht schon weiter. Aha. Jetzt sind wir bei 7, 14, 13. Mhm. Ja, er zieht gut durch. 1113. Mhm. Mhm. Fein macht das eigentlich so. Bin ich so auch schon schneller gewohnt. Ja? Ja. Wie viel? Jetzt. 3 Minuten. Nee, es geht rückwärts. Von? 10 Minuten an, also 7 Minuten ungefähr. Und wie viel hast du voll gemacht? Er ist ungefähr. Hier haben wir es. Also. Viel, ne? Nee. Wenn wir hier oben 1,5 Liter haben, sind wir hier bei. Ja, ich weiß nicht, ungefähr ein halber Liter dürfte es vielleicht sein. Das musste mal. Halber, dreiviertel Liter ungefähr. Ja, ungefähr. Das müssen wir ja mal. Von 4 Grad Celsius auf. Ich denke, so ungefähr so warm war das Wasser, was wir rausgelassen haben. Oder sagen wir 7 Grad Celsius. Na, wir können ja gleich mal einen Direktvergleich mit 220 machen. Jetzt der 2 kW Wasserkocher-Test mit genau derselben. Jawohl. Bitte. Achtung. Ja. Ja, da ist ein. Ach nee, hier müssen wir noch einschalten. Sorry. Okay, also 7 Sekunden wegrechnen, Leute. So, mal gucken, wie lange der jetzt braucht. Ja, jetzt ziehen wir wirklich 1900 Watt. Die ersten Geräusche haben wir jetzt schon nach noch nicht mal einer Minute. So, jetzt haben wir 3 Minuten. Vielleicht muss Klack machen. Mhm. Das ist tatsächlich die Hälfte. Das ist ungefähr. Oh. Aber mit noch keiner super optimalen Spule, ne? Ich glaube, da können wir noch ein bisschen optimieren. Jetzt. Gut. Das ist genau die Hälfte. Ungefähr so. Ja. Also hat man auch wirklich die Hälfte der Wattzahl dann drin. Also war vorhin nur die Hälfte der Wattzahl anliegend. Mhm. Ne? Aber eigentlich schon mal nicht schlecht, ne? Also so. Na, Moment. Praktisch ist aus der Spule schon mal rausgekommen, was reingegangen ist. Ja, genau. Ne? So muss man es erstmal sagen. Also 100% war das schon. Ohne Wärmeentwicklung. Ohne, also das ja, Ding das ist ein kleines bisschen lauwarm ist er, aber Ja, nicht in dem Vergleich, wie unsere Transformatoren heutzutage heiß werden. Ne? Ja, okay. Das ist erstmal schon mal. Das ist auch noch nicht alles. Also wie gesagt. Guck mal hier mal. Ne? Jawohl, Die jetzt hat haben wir tatsächlich ein analoges Messgerät. Die hat wirklich weniger Spannung. Wir haben jetzt eine stinknormale Spule genommen, also die Spule nicht bifilar zusammengeschaltet. Richtig. Die Spule ist jetzt
so angeschlossen, wie sie im Induktionsgerät drin ist. Und wir haben eine geringere Spannung als sonst. Jetzt ist es gestiegen. Guck mal. Oh, aber die Helligkeit ist jetzt im Verhältnis zu vorhin Was war denn gestiegen. da? Also die müssen sich erst 34, jetzt ist es ausgegangen. die müssen sich erst einschwingen. Irgendwas ist da. Oh. Aha. Jetzt hat er erstmal keine Lust mehr. Jetzt will sie nicht mehr starten. Ach, alles klar. Okay, krass. Okay. Warte mal. Heftig. Ich mach erstmal nochmal auf. Naja, das kann halt auch passieren, ne? Ach nee. Und jetzt gibt es nämlich noch eine. Was siehst du, da war ich vorhin stehen geblieben. Was denn? Da kam der Tudi gerade rein. Da war ich gerade beim Anklemmen und dann habe ich es vergessen. Nee, ich hab's ja. Ach, ich du hast hab's angeklemmt. angeklemmt und nicht richtig. Ah, okay. okay. Na dann. So. Das ist so eine Sache. Okay, Warp 8. Geht erstmal. Mhm. Haben wir aber immer noch nicht so viel wie vorhin, ne? Vorhin waren wir mit dem Zeiger bei 40. Also bei der unteren 40. Oh, aber es tut sich wirklich was. Ja, Wenn du es die tut sich Spule was. hin und her bewegst. Ne, wo sie. Es kommt drauf an, wo sie liegt. Aha. So, du weißt, was das ist? Das ist ein bisschen außerhalb von der Mitte, oder? Ja. Hey, Und da ist er heller. ist doch nicht wahr. Haben Weil wir die wieder unsere einzelnen, Asymmetrie. weil, nee, das hängt damit zusammen, weil die einzelnen und wie lang, guck, schau, pass auf, Jawohl. Je weiter dran, desto wie heller. weiter dran, so, und das hängt damit zusammen, dass die Drähte müssen direkt innen an dem Kreis sein, anschließen. Das geht wahrscheinlich auch hier, jawohl. Komisch, von der Seite geht's gar nicht. So, dafür haben wir es noch. So, jetzt haben wir alle Lampen in Betrieb. Wir ziehen, wir können jetzt fast noch mal reingucken, 1041 Watt und unser Lichtmesser sagt 45 Lux in der Entfernung aber hier. das stimmt halt nicht mehr hin. Das Weil muss ja nicht die auch unbedingt noch mit- hinhauen. Das kann nicht sein. Ja. Das muss nicht unbedingt hinhauen. Kann auch nicht sein. Aber schon mal schön. Jedenfalls war es so gewesen, dass wir die komplette Last von Anfang an nicht reinnehmen konnten, sondern wir die nach und nach reindrehen mussten. Ja, das ging nicht. Also ist er wirklich mit einer Resonanz. Das hat was mit der Resonanz zu tun. Es sind schon schöne Geheimnisse drin versteckt. Da. Die ist kalt. Ja, Spule komplett kalt, kann man drauf fassen. Passiert gar nichts. Nee. Gucken. Und jetzt gucken wir die mal drauf. Ja, Ferrit kann er noch Doch, drauflegen. jetzt wird's heller. Jetzt haben wir 1040 Lux und haben eine Aufnahme von Was ist denn jetzt los? 1300 Watt. Ferrit-Kenner noch extra auf der Spule drauf. Ja, was kann man denn jetzt so abschließend darüber sagen? Ja, wir haben nicht ganz so viel Zeit gehabt. Die Batterie von der Kamera ist dann auch leer gegangen vorhin. Deshalb erstmal keine weiteren Live-Aufnahmen davon. Wir sind dann dazu übergegangen, die Spule, die Originalspule, doch wieder im Tesla Bifilar-Modus zu schalten, sodass wir die doppelte Länge der Spule haben. Und ja, dann haben wir auch rausbekommen, warum meine Last am Anfang mit der Spule nicht angegangen ist. Das ist ganz einfach, ne? Wenn wir hier doppelte Länge von der Spule haben, haben wir natürlich ja auch doppelte Voltzahl, was hier rauskommt. Ne? Da habe ich dann versucht, diese ganzen 230 Watt, habe ich auf 230 Watt geschalten gehabt. Mit, ich schätze mal so 400 Volt ungefähr, habe ich die dann versucht zu betreiben und dann ist er hier vollkommen in Überlast gegangen und hat gar nicht erst angeschalten. Das war das ganze Geheimnis davon. Wir sind dann durch Zufall dahinter gekommen und das dann einfach mal irgendwie in Reihe geschalten und auf einmal ist es gleich von Anfang an angegangen. Ja, allerdings mit noch keinem Over-Unity-Effekt. Ne? Allerdings haben wir zumindest 1:1 die Energie, was hier reingeht, hier schon mal rausgeholt. Unsere Spule ist dann auch richtig schön heiß geworden, was dafür spricht, dass jetzt einfach der Draht von der Spule, ne, ich meine, wenn wir sie geteilt haben und die Länge verdoppelt haben, dann halbiert sich dummerweise der Querschnitt. Ne, haben wir hier nur noch die Hälfte dran. Ja, wird das nächste Projekt sein.
aus noch so einer die Spule rauszubauen oder gleich eine komplett neue Spule zu nehmen, wo das dann alles gleich passt. Tja, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich das alles angeschlossen habe, die ganzen Drähte abisoliert habe und die richtige Verschaltung raus habe. Soweit erstmal dieses Fazit da. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn Over Unity drin sein sollte, dass die in dieser Spannungserhöhung zu suchen ist und dann eventuell auch nur dann auftritt, wenn wir richtig, ja fast schon Überlast dann am System dran haben. Werden wir sehen. Wir werden gucken. Aber bis jetzt sehr interessant.